Moin Leute, was geht? Ich bin Jannis von der Firma Codemaschine und Wi-Fighter Shop und ich teste heute für euch den TestPro CV100 von AEM Test. Und was mir dabei so aufgefallen ist, was meine Erfahrungen sind und warum das Teil eigentlich ziemlich cool ist, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß und los geht's! Der Kabelzertifizierer TestPro CV100 kommt daher mit zwei Handsets und diversen Adaptern, je nachdem was man testen möchte, ob man Glasfaser testen möchte oder PoE-Spannung, oder einfach Kupferkabel. Und genau, diese Adapter, die kann man sogar während des laufenden Betriebes austauschen. Ist cool. Einfach einsetzen. Zack, dann initialisiert er wieder. Adapter erkannt. Initialisierung. Ja, ist cool. Spart Zeit. Und genau, man muss eins deklarieren als Hauptgerät. Das ist das hier. Und das andere Ende ist als Lotgerät eingestellt. Das kriegt man einfach in den Einstellungen hin. Genau, und ich würde sagen, dann machen wir einfach mal eine Kabelzertifizierung von Kupferkabeln. Los geht's. Und dann stecke ich einfach mein Kabel an. Und das andere Ende bei Remote. So, ich glaube, ich muss hier gar nicht, muss ich gar nicht drauf drücken. Der zeigt das auch auf beiden Seiten direkt an. Aber dann sehen alle gut aus. Das verwundert mich nicht. So, jetzt gehe ich auf Autotest. Und Autotest in Arbeit. Und wir sehen schon, alles tippitopp. Alle Werte sind gut. Gleichstromwiderstand ist gut. Near End Torque ist gut. Rückfluss dB ist gut. Passt. So, dazu vielleicht mal ein nicht ganz so gutes Kabel. Das ist hier mal ein Cat 5e Kabel. So, mal schauen, was wir für Werte kriegen. Die Adern sehen sehr gut aus. Autotest. Yep, und wie zu erwarten. Manche Werte sehen gut aus, aber die Rückflussdämpfung ist nicht gut. Und das ist auch nicht verwunderlich, da wir ja nur Cat 5e Kabel hier verwenden. Spannend ist bei dem Gerät, ich kann jetzt hier auf Details gehen und kriege dann sozusagen mehr Informationen angezeigt. Hier zum Beispiel Gleichstromwiderstand sehe ich auf den verschiedenen Adernpaaren, was ich da für Ergebnisse habe. Aber jetzt gehen wir mal zur Rückflussdämpfung. Die ist ja nicht so gut angegeben. Und dann können wir uns das Ganze sozusagen im Detail ansehen. Können noch reinzoomen. Also sehr spannend, was man hier alles machen kann. Eine Sache, die wir festgestellt haben, ist, unter Umständen bekommt ihr hier, wenn ihr mal den Adapter wechselt oder so, zum Beispiel beim Gleichstromwiderstand recht hohe Werte. Wir hatten da neulich 500 Ohm oder so und haben gedacht, hey, das kann gar nicht sein. In diesem Fall müsst ihr eine Referenz setzen. Dazu nehmt ihr, wie es in der Anleitung heißt, genau, an dem einen Ende diesen Permanent Link Adapter, an einem anderen sozusagen einfach den Channel Adapter und dann geht ihr hier auf Zurück. Ja, das brauche ich jetzt gerade nicht. Werkzeuge und dann ist hier Referenz setzen. Genau, und dann würde man hier loslegen, dann braucht er eine Weile und hat sozusagen Referenz gesetzt und danach sind die Werte alle wieder völlig in Ordnung, so wie sie sein sollen und valide. Um einzustellen, was für einen Kabeltyp man zertifizieren möchte, geht man hier auf die Projekteinstellung. Hier habe ich bereits ein Profil mir ausgewählt. Wenn ich mir das anschaue, dann sieht man hier, da sind Grenzwerte festgelegt auf Cat 6a. Verdrahtung ist T568B. Genau. Und Kabel und Verbinder sind alles Generic Cat 6a. Da gibt es natürlich eine ganze Menge, was man alles einstellen kann, nach dem, was man verwenden möchte. Genau. Für genauere Details geht am besten auf die Seite von aem-test.com. Da findet ihr eine ganze Menge Infos und auch Beispielvideos oder Erklärvideos, wie das Ganze hier einzustellen ist.
Das Testboard CV100 ist aber mehr als nur ein Kabelzertifizierer. Zum Beispiel kann man feststellen, welche Geräte man alle im Netzwerk hat, und ja, da schalten wir eben ein. Dazu habe ich jetzt hier den entsprechenden Adapter eingesteckt und stecke jetzt mal dieses Kabel in unseren Switch hier ein. Genau, und führe jetzt einfach mal einen Netzwerktest durch. So, und dann schauen wir mal, Discovery, was wir da so bekommen. Und dann fängt er an zu suchen, was er so findet. Ein Gerät hat er schon mal gefunden. Na, da geht noch mehr. 12 Geräte. Und das kann ich mir auch anzeigen, was das für Geräte sind, und kriege dann ein paar Informationen dazu, die entsprechenden IP-Adressen, die MAC-Adressen dazu. Was auch recht spannend ist, ist die Funktion über die Switch-Info. Da gehe ich jetzt drauf, sage mal Advanced Switch Test, dann bekomme ich noch mehr Informationen. Und sehe jetzt einiges an interessanten Informationen zu meinem Switch. Genau, dass ich den auf den Port 0010 eingesteckt habe. Gut, das weiß ich eigentlich schon. Sehe aber noch ein bisschen mehr Informationen. Einiges zum Switch, dass er ein Juniper-Switch ist. Und dass ich hier auf dem VLAN mit der IP15 bin. Ja, kriege also so auch eine ganze Menge Informationen zu meinem Switch. Genau, was auch noch spannend ist, wenn ich feststellen möchte, wie die PoE-Leistung ist auf meinem Switch, das kann ich auch hier entsprechend überprüfen über PoE. Und kriege jetzt die Informationen, genau, was er jetzt hier an Spannung hat und zugewiesener Leistung. Und die kann ich auch sozusagen hier nochmal mit Lasttest überprüfen. Das ist ja ein PoE Plus Switch, der sollte eigentlich mindestens 30 Watt hinkriegen. Und ich würde sagen, das kriegt er auch hin hier. Mit dem Kabelzertifizierer kann ich aber noch mehr machen als nur Kabel zertifizieren. Ich kann auch testen mit beigelieferten Dongles, genau, wie die Kabel hier verbunden sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, welches Kabel hier an den Patchpanel verbunden ist. Dazu habe ich drüben mal einen der mitgelieferten Dongles eingesteckt, den Dongle Nummer 7, und dann teste ich mal, wo der hier verbunden ist. Jetzt gehe ich hier auf Kabeltest. So, und dann gebe ich mal hier in die 1 rein. Und da ist nichts. Das ist also falsch. Dann gehe ich hier in die 3 rein. Und dann bekomme ich die Info. Da liegt tatsächlich der Dongle Nummer 7 drauf. Also weiß ich, wie hier gepatcht wurde, und sehe, dass die Adern alle in Ordnung sind. Und wenn ich jetzt einen Autotest durchführe, dann sehe ich, das ist gar nicht mal so gut. Das weiß ich aber auch. Hier sind alte Kabel, keine Cat6-Kabel verbaut, und entsprechend schlecht sind hier auch einige Werte. So viel erstmal dazu. Natürlich gäbe es noch einiges mehr, was man zeigen könnte, aber das würde jetzt den Rahmen insgesamt sprengen. Weitere Infos findet ihr auf aem-test.com. Da gibt es auch ein Video, wo einiges weiteres an Funktionen erklärt werden. Mein Fazit: ist ein gutes, solides Gerät. Es tut, was es soll. Kabel zertifizieren, kann darüber hinaus noch mehr, wie zum Beispiel Netzwerkerkennung und also Kabeltest, wo ist das angeschlossen. Wenn man jetzt nicht unbedingt mit mehreren Geräten losziehen will, NetEli und so weiter, dann ist man sicherlich mit dem Gerät gut aufgestellt. So viel dazu. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei einem neuen Video. Bis dann. Mach's gut.